Weidmannsheil, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Die Geschichte des Rehbocks, der diesmal im Mittelpunkt unseres Videos steht, begann 2021. An diesem wunderschönen Sommertag machten die Freunde eine Mittagspirsch und während sie auf einer Bank Platz nahmen, kam ein außergewöhnlich kapitaler junger Bock und eine überalte Geiß in Anblick. Damals war klar, dass dieser Bock über die nächsten Jahre geschont werden und die Geiß noch im selben Jahr im Herbst erlegt werden musste. Ja, das ist der erste Kontakt mit ihm. Genau. Aber das war 21. Da war er 3 Jahre nicht so 26. Ja, doch. Die Planung für 2026 sah also die Erlegung dieses Bockes vor, nachdem er 2025 nochmals fotografiert und gefilmt, aber aufgrund der Jagd auf einen anderen kapitalen Erntebock geschont wurde. Die Pirsch begann mit dem Ziel, eine nahegelegene Wiese aufzusuchen, wo eventuell ein Jährlingsstück in Anblick kommen könnte. Langsam und vorsichtig ging die Pirsch voran. Als die Wiese erreicht wurde und mehrere Stücke in Anblick kamen, verschafften sich die Jäger einen Überblick, ob ein passendes Stück dabei wäre. Sowohl der Zweijährige als auch der Jahrlingsgabler waren nicht schussbar, weshalb sie sich am Anblick erfreuten. Um die Esungsaufnahme der Rehe nicht zu stören, zogen sich die Jäger vorsichtig und leise zurück, um auf der anderen Seite des Waldstückes den Asphaltweg bergauf zu pirschen. Die Jäger waren vom Auto, das an der Weggabelung abgestellt wurde, noch keine 50 Meter entfernt. Da erblickte Martin den Rehbock, den sie eigentlich schon in der Früh erlegen wollten. Martin wollte den Bock von oben umschlagen, damit auch der Kugelfang gewährleistet war. Die Landwirte mähten noch immer die Wiesen, weshalb der Lärm die Schritte am Asphalt übertönte und der Bock vorerst nichts von den Jägern bemerkte. Ja? Noch lief alles nach Plan. Auch die aus dem Getreide flüchtende Geiß konnte den Rehbock nicht beunruhigen. Die Jäger waren gut vorangekommen, Schritt für Schritt ging es weiter. Die Endposition schien bald erreicht zu sein.
Der Rehbock war nun schon weit hinuntergezogen. Als er plötzlich aufwarf, glaubten die Jäger, entdeckt worden zu sein. Da er aber rasch weiter äste, konnte sich Martin wieder auf einen Schuss vorbereiten. Ja. Also das war für mich so ausgeschaut, aber ich bin ja rechts von dir gestanden und es hat für mich so ausgeschaut, wie wenn es vorn vorbei oder ganz weit vorn hingeschossen hättest, aber es kann natürlich sein, dass das auch sozusagen der Staub war, wo die Kugel hinten rausgegangen ist. Ich weiß es nicht. So, meine Lieben, das, was wir da jetzt gerade erlebt haben, war überhaupt nicht geplant. Wir wollten eigentlich einen Abend nur für Beobachten verwenden. Aber es ist natürlich anders gekommen und nach dem tollen Anblick da oben mit dem Gablerbock und einem älteren Gablerbock, also 2- bis 3-jährig, sind wir dann da runtergepirscht und wenn wir da hinter mir den Berg wieder hinaufgepirscht sind, schauen wir zurück und auf einmal steht der Bock, den der Martin heuer bejagen wollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns dann darauf auf das Schachel da oben hinaufgepirscht und gewartet, bis er breit steht. Der Martin hat fliegen lassen. Ich kann es nicht genau sagen, wie er getroffen hat. Ich habe nur gesehen, der Rehbock ist abgesprungen, hat gezeichnet zwar, aber ist abgesprungen. Und jetzt hat er die Schweißleine geholt und jetzt gehen wir den Bock suchen oder hoffentlich bergen. Also doch, der Bock wurde getroffen und nach dem Schweiß zu urteilen, musste der Bock nicht weit entfernt verendet sein. Als Martin seinen Blick Richtung Boden neigte, war klar, der Bock lag vor ihm. Der Moment, beim gestreckten Bock in aller Ruhe und Stille kurz innezuhalten, ist für uns ein wesentlicher Teil der Jagd. Unglaublicher Erntebock im hohen Alter. Im hohen Alter, so ganz hohen Alter. Weidmanns Dank. Toll. Einfach großartig.